darf euch recht herzlich begrüßen zu einer neuen Folge hier auf unserem Kanal. Ich bin der Markus von Castle Media, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir stehen heute im wunderschönen Südtirol. Nicht weit weg von der Immobilie, die wir jetzt eigentlich letzte Woche rausgebracht haben. Video dazu ist sonst hier oben oder hier oben. Die hier hinter mir ist ungefähr 10 Minuten weiter südlich und insgesamt 30 Minuten entfernt von Bozen ungefähr. Wir stehen hier in einem Stadl der besonderen Art. Der Architekt ist der Stefan Rier und der hat sich hier mehr oder weniger auch einen Lebenstraum verwirklicht. Es ist keine Immobilie, die verkauft wird, es ist keine Immobilie, die vermietet wird. Ein Teil davon wird vermietet, das ist eine Wohnung darunter, aber die werden wir euch heute nicht mal zeigen. Wir gehen nämlich heute auf das Messner-Haus ein. Grundsätzlich, wenn man schon vorbeifährt, die ersten Momente, wenn man das Haus, egal ob man es jetzt von Osten oder von Westen sieht, macht es schon mal Eindruck. Es passt sich unglaublich schön in die Umgebung ein und es fällt auf, dass es auf der Nordseite, das ist die Straßenseite, ist es eigentlich komplett uneinsehbar. Es gibt keine Fensterfront, die in diese Richtung ragt, aber 2 Kupferboxen, die aus der Fassade rausragen. Die lassen schon ein bisschen so die eigenwillige und doch eine andere Architektur erahnen, verrät aber noch nicht viel. Das gleiche ist auch auf der Ostseite und auch auf der Westseite zu sehen. Beide Seiten sind eigentlich ziemlich verschlossen, außer die Ostseite, da ist ein Teil davon mit Steinen wunderschön verbaut worden, genauso wie auch das Untergeschoss und das Erdgeschoss, wo auch die Suite zum Mieten sich befindet. Von beiden Seiten hat man nicht wirklich einen Einblick in das Gebäude und es sind auch nicht wirklich sonderbar viele Fenster auf den beiden Seiten. Dafür ist das gesamte Haus Richtung Süden von Erdgeschoss bis hin zum obersten Stockwerk, 3 Geschosse insgesamt, komplett mit Glas versehen. Und das ist aber nur die Hülle und auch nur der Anfang. Zu eurer Linken steht man schon hier in der Küche. Das Herzstück eines jeden Hauses, meiner Meinung nach, ist immer die Küche. Und deswegen jetzt hier drüben vom Esstisch, direkt der Start neben der Eingangstür bei der Küche. Wir haben hier eine wunderschöne maßangefertigte Küche. Und zwar aus Italien. Generell, wir sind ja in Italien, alles einheimische Produzenten und Hersteller von den jeweiligen Armaturen, Materialien, je nachdem was es dann ist. Wir haben hier eine wunderschöne aus Messing gegossene Oberfläche. Alles darunter. Man sieht hier, der Küchenblock schwebt. Das wird hier alles getragen durch das Gewicht auf dieser Seite. Wir haben hier wunderschöne meerblaue gebrannte Tonfliesen, wieder aus Italien. Man kann hier auch sehr schön sehen, es geht sich hier genau aus mit dieser Reihe von den 2 Fliesen übereinander. Demnach ist auch die ganze Insel quasi von der Breite hier auf dieser Seite angepasst worden. Alles hier mit goldenen Features, wie hier dieser spektakuläre Wasserhahn mit Potfiller, ein riesengroßes Waschbecken, darüber hier die Beleuchtung und der extrem stylische Industrial Style. Hier an der Stelle eine Abzugshaube, die hier für den Gasgrill richtig schön erinnert, fast ein bisschen an Frankreich, wieder mit den goldenen Akzenten überall. Hier verbindet auch wieder die ganze Kücheninsel mit dem Abzugsrohr. Das zieht sich hier rüber in mattschwarz, bis das ist hier dann drüben in der Ecke in der Wand verschwindet. Dahinter haben wir nochmal alle anderen Gerätschaften, alles was man zum Kochen braucht. Unter anderem natürlich das Geschirr, die Gewürze und das lässt sich hier wunderbar verschließen mit dieser marineblauen Holztür, Holzschiebetür. Und dahinter haben wir nochmal ein Gerät hier von Miele in Grau, sieht man sehr selten eigentlich, ein Backrohr und hier nochmal eine Industrial-Tür, raumhoch, abgedunkelt. Wenn hier das Licht abgedreht ist, so wie hier jetzt, kann man da nicht mehr reinschauen. Hier kommt man dann mit den Fliesen wieder gleich gezogen in den Hauswirtschaftsraum und auch zur Gästetoilette dann letzten Endes. Beide sind der Vorbau, den man von Osten sieht, also genau der Teil, der wunderschön mit den Steinen versetzt worden ist, wo man aber trotzdem noch nicht zum Haus sieht. Und der Teil, der dann hier wirklich von der Ostseite nochmal ein bisschen Licht bekommt, ist der Esstisch. Hier für insgesamt aufgetischt für 10 Personen. Großzügig für einen großzügigen Raum wie hier an der Stelle. Es wirkt ein bisschen wie Alice im Wunderland. Ein sehr, wie soll ich sagen, gemütliches Feeling, gemütliche Atmosphäre. Auch hier mit diesem wunderschönen Kamin,
XXL groß, 4 Sichtfenster auf jeder Seite. Der Rauchfang des Kamins zieht sich durch das gesamte Gebäude und zwar hoch bis zu einer Höhe von ungefähr 11 Metern, also wirklich bis zum Dachstuhl. Wenn man hier einen Schritt weiter nach vorne geht, sieht man nämlich wirklich hoch. Durch und quer durch mehrere Ebenen, durch das Stiegenhaus und durch mehrere Galerien, die man allein von hier schon sehen kann. Eine der auffallendsten davon ist wahrscheinlich die hier direkt über uns. Wir haben hier eine Galerie und zwar die vom Master Bedroom. Eine wunderschöne Panorama-Badewanne, die Richtung Süden hier auf den Kirchturm blickt. Darüber haben wir 2 Kojen. Die sind extrem auffällig und so noch nie gesehen. Die unterteilen den Raum, diesen großen Raum, 1100 Kubikmeter haben wir hier, 220 Quadratmeter Wohnfläche. 2 Schlafzimmer sind diese beiden Kojen hier über uns. Jeweils mit der Tapete, diesen Würfel quasi, ummantelt. Und nochmal Fenster im Innenraum. Und dann haben wir die Fensterfront, die hier wirklich im Süden das Gebäude öffnet. Und die Terrasse. Auf dieser großzügigen Sonnenterrasse haben wir jetzt durch die Breite nicht nur eine Outdoor-Couch, wunderschön mit einem Schirm, echt gemütlich, sondern wir haben hier auch einen richtig langen, nochmal so lang wie auch der Esstisch drinnen, hier der Esstisch draußen Outdoor. Aber was hier natürlich das Einmalige ist, ist der Vorbau des Gebäudes. Wie schon erwähnt, es ist alles aus Glas auf der Vorderseite. Und dieser Vorbau erinnert ein bisschen an die Unterkonstruktion eines Heustadels und durch diesen Vorbau wirkt es erstens einmal nicht zu allzu modern, sondern es passt sich sehr gut in die Landschaft ein. Aber es hat auch einen sehr wichtigen Faktor, weil natürlich die Sonne auch extrem viel Wärme verursacht. Und das schattet das alles ein bisschen ab und sorgt für viele Lichtspiele, die sich durch das gesamte Haus ziehen. Vor allem der offene Aufbau innen ermöglicht es, dass man quasi immer einen einmaligen Blick auf das Haus hat, je nachdem, welche Tageszeit man jetzt quasi erwischt. Durch das offene Stiegenhaus hier vom Wohn-Essbereich kommt man dann hier hoch und zwar in die erste Etage. Ein Badezimmer. Ein Badezimmer mit 2 Waschbecken, 2 Spiegel und eine Badewanne hier hinter euch. Richtig schön, auch wieder hier mit dem Übergang auf die Fliesen. Generell auch hier der Waschtisch verfließt und wirklich Open Concept an der Stelle. Hinter euch findet man nochmal eine Terrasse. Das ist die ostausgerichtete Terrasse, aber richtig schön auch hier mit den Pflanzen und mit den Pflanzenbehältern angebaut worden. Es ist wirklich fast wie ein kleiner Wald hier auf dieser Terrasse. Rechts neben euch eine großzügige Regendusche mit der Tapete, die hier wirklich in die Dusche reingeht. Ist nochmal extra versiegelt worden, dass das speziell hier möglich ist. Und jetzt kommen wir aber zu dem Thema Open Concept. Das ist der hintere Teil der Koje, der Box, die ich euch unten gezeigt habe. Und das ist auch der hintere Teil der Koje, die ihr unten gesehen habt. Also rechts und links. Beide davon sind wie angesprochen Schlafzimmer. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach hier direkt die erste Tür. Die sind komplett identisch, die beiden. Und schauen hier rein. Wir haben hier wieder die gesamte Front in diese Tapete gehalten und von diesem Doppelzimmer aus. Ein Fenster mit Blick auf den Innenraum und dann wieder ein Fenster mit Blick auf die Kirche, auf das Ortszentrum. Das andere Schlafzimmer, die andere Koje, die ist hier nur 5 Stufen entfernt von uns, aber da ist das Kinderzimmer eingerichtet jetzt. Da wollen wir jetzt keine Einblicke diesbezüglich geben. Es liegt überall Spielzeug herum und so. Ihr könnt es euch gut vorstellen, sieht aus wie die hier, hat fast den identischen Blick wie die hier. Aber ich will jetzt mal ein paar Worte verlieren zu dieser wunderschönen Stiege. Wir haben hier ein schmiedeeisernes Kunstwerk. Diese Treppe, jede einzelne Fläche davon, wurde aufwendigst herausgeschnitten, gelasert, höchstwahrscheinlich mit einer CNC-Fräse, ein jeweils einzigartiges Muster in einzigartiger Anbringung eingefräst. Und die zieht sich hoch bis in das oberste Stockwerk. Das ermöglicht unglaublich schöne Lichtspiele. Zum Beispiel jetzt haben wir ungefähr 2-3 Uhr Nachmittag. Das Licht bricht vom Dachfenster bis hier runter in der Mitte des Hauses bis
zum Wohn-Essbereich. Und der Schatten, der natürlich hier an den Wänden geworfen wird, ist nochmal ganz anders als wie zum Beispiel am Vormittag, Nachmittag und dann auch wieder am Abend. Aber es ist wunderbar, hier durchzugehen, verleiht den ganzen Raum wieder mehr Leichtigkeit und man gelangt immer wieder zu Galerien im Haus. Eine davon ist die hier und schon wenn man hier unten auch vom Waschbecken einfach hier hochschaut, sieht man schon die Galerie vom Master Bedroom. Der ist jetzt direkt hinter euch oder zu eurer Rechten mehr oder weniger. Hier ist nämlich schon ein Teil der Panorama-Badewanne, die hier über den Galerierand übersteht. Und hinter mir, das ist hier die Box vom Kinderschlafzimmer und darüber steht eine Maus. Diese Maus hält eine Glühbirne, denn in einem Stadel sind Mäuse. Auch hier sieht man dann sehr schön diesen Übergang. Wie gesagt, das ist hier die Box von unten, Gästeschlafzimmer, und das ist hier der Master Bedroom, wieder natürlich in einer anderen Tapete. Und hier ist quasi dieser Überschnitt. Sehr schön gearbeitet, muss ich sagen. Und dann haben wir auch wieder hier die Stiege, die wunderschön in diesem leicht arabischen Muster hier weitergeht, und zwar in den nächsten Stock, in die nächste Etage. Wir stehen jetzt hier wieder im Badezimmer. An der Zahl wieder 3 Spiegel, auch perfekt für die Damen oder auch die Herren zum Schminken. Natürlich wie New York, wie wenn man in der Garderobe wäre, hier mit den Glühbirnen rundherum. Alles wieder in den Messing-Optik gehalten, sowohl die Wasserhähne hier, aber auch dieses massive Waschbecken. Es ist zumindest in der Optik massiv, es ist aber nicht rein aus Beton. Die Frage, die ihr euch jetzt auch stellen werdet, was ist denn das hier hinten? Kommen wir gleich dazu. Wenn ihr noch ein bisschen weiter zurückgeht, kommen wir nochmal gleich wie auch unten zu einer großzügigen Regendusche. An der Stelle aber keinen Balkon mehr, keine Terrasse mehr, die hat man wirklich nur unten. Aber hinter mir haben wir einen wunderschön in Szene gesetzt, man sieht es ja wunderschön jetzt schon bei euch, einen begehbaren Kleiderschrank, beziehungsweise wir sind jetzt schon gerade reingekommen. Diese ganze Schrankecke ist ungefähr 1,5 Stockwerke hoch, ist eine Maßanfertigung vom Schmied, war nicht einfach laut dem Stefan, laut dem Architekten, aber es war letzten Endes zu machen und setzt alles wunderbar hier in Szene. Wie man hier sehen kann, öffnet und schließt es sich hier dieser Bereich, wunderschön dann auch noch mit den Lampen an der Stelle, ist drüben genau nochmal das gleiche. Kann man dann wieder entspannt schließen, fließend und ohne Probleme. Und zusätzlich hier zum Kleiderschrank haben wir hier mittig positioniert Schubladen, Inselset, je nachdem wie man es nennen will, ich habe keine Ahnung wie man das bezeichnen würde, für Uhren, für Krawatten, für Gürtel, für Kleinkram, aber so viel mal hier zu diesem wunderschönen Bereich. Der ist anschließend hier an das Badezimmer und auch hier an den Master Bedroom. Das ist eine Hausnummer für sich, den zeigen wir euch jetzt gleich, nachdem wir hier diese Stufen hochgegangen sind. Denn en suite haben wir auch hier den Wellnessbereich. Wir haben hier die Kombination zwischen Wellness und Bibliothek. Das ist hier ein richtig schön eingepasstes Sitzareal, ist eigentlich eine Bibliothek, hat ja auch wieder, wie man sehen kann, ein Dachfenster, man kann es beschatten via Knopfdruck und richtig schönes Feature. Finde ich immer gut, wenn die Altsubstanz immer wieder aufgegriffen wird, wie in der Architektur von außen hier oder auch hier der Kamin. Dieser Kamin ist ein gesetzter Kamin von früher, normalerweise haben sie eine ganz andere Form. Da wurden 2 auseinandergebaut und aus denen ist dann dieses Meisterstück, muss man schon sagen, entstanden. Wirklich 1800 ist das quasi alt, dieses Teil, und in neuer Form zusammengekommen und ist hier nochmal ein richtig schöner und wertiger Teil des Gebäudes geworden. Von hier aus sieht man auch direkt nach vorne wieder die Glasfront in voller Pracht und einen in Kupferblech gehaltenen Würfel. Und dieser Würfel ist der angesprochene Würfel, der wirklich die Glasfront noch als einziger durchbricht. Und hier sprechen wir von der finnischen Sauna mit einem wunderschönen Panoramablick. Wenn man dann aber, ich hätte auch hier gehen können, aber ich nehme jetzt die Stiege, sind wir jetzt eine Etage höher auf der Etage hier von der Sauna. An der Stelle noch eine Detailaufnahme hier zur Kupferoptik von diesem Saunahaus. Hier ist sicher noch wunderschön in der neuen Kupferoptik mehr oder weniger. Außer kann man das gar nicht mehr in dieser alten Pracht sehen, weil es natürlich ein bisschen verwittert. Aber hier bleibt es natürlich beständig mit der wahnsinnigen Aussicht
von hier wieder auf die Kirche und auf die Ortsmitte. Und vis-à-vis davon blickt man auf die Dachterrasse. Wir sprechen hier von einer Dachterrasse mit einem uneingeschränkten Blick auf das Gebirge, den Schlern und auf den Sandner. Auch hier durch die Dachfenster, die man wie gesagt beschatten kann per Knopfdruck, sieht man auch schon auf dieses unglaubliche Bergmassiv. Dahinter ist nochmal eine kleine Galerie, die jetzt aber keinen größeren Zweck erfüllt, und darunter ist der Master Bedroom, von dem man auch hier schon sich ein bisschen ergötzen kann. Dieser Affe hier, eine der speziellen Beleuchtungen hier im Haus, hält hier die Glühbirne in der Hand, und hier nochmal direkt am Firsch quasi, wie er sich abseilt, sieht man schon runter auf die Galerie, wo das Badezimmer des Master Bedrooms zu finden ist, beziehungsweise zumindest die Panorama-Badewanne. Und da schauen wir jetzt einfach mal runter. Wir befinden uns jetzt in einem der schönsten Schlafzimmer, meiner Meinung nach, die wir jemals gesehen haben. Grund, warum ich das glaube, ist, ich meine, dieses Schlafzimmer, es ist nicht unglaublich groß, aber es ist jetzt schon mal ein maßgefertigtes Bett an der Stelle. Das ist nicht komplett gerade, sondern ist wirklich ein bisschen südöstlich ausgerichtet, aber das macht es noch nicht aus. Es ist der Blick. Wenn man hier reinkommt und hier rausschaut, hat man als allererstes ein schmiedeeisernes Schiebeelement, das hier den Zugang ermöglicht, und zwar auf eine interne Terrasse. Genau gesagt auf die Galerie. Es wirkt aber wie eine Terrasse, weil direkt hinter euch die Glasfront ist, die bis zum First hoch geht. Hier haben wir ein wunderschönes Fauteuil, ein kleines Sofa, eine kleine Couch und daneben die Panorama-Badewanne. Wieder super schön in diesem Messing-goldenen Ton gehalten, im Retro-Look gehaltene Armaturen, und ich weiß nicht, was es für ein Material ist, es fühlt sich aber an wie Keramik, eine wunderschön gebogene, geformte, freistehende Keramik-Badewanne mit einem unglaublichen Blick. Ihr seht es hier hoch, man blickt hier in den Wellnessbereich, man sieht auch ein bisschen noch das Kupfer, einen Teil von der Sauna quasi, und hier diese Glanzlack, diese glanzpolierten, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, auch wahrscheinlich wieder gebrannte Tonfliesen in Glanz dunklem Blau, und die ziehen sich hier genau übergreifend, komplett synchron weiter auf den tatsächlichen Balkon. Wieder haben wir hier ein Schiebeelement, das ist jetzt schon offen, und dann kommen wir hier raus auf den höchsten Balkon des ganzen Hauses. Wir stehen direkt neben der Sauna, schauen runter auf den Esstisch, auf den Terrassentisch, hier mit den blauen Fliesen, wie angesprochen, die sich hier bis zum Schlafzimmer dann zurückziehen. Hinter euch nochmal die Korbelemente, das sind so richtig große glockengroße Korbelemente für die Außenbeleuchtung von hier oben, aber auch nochmal die gleiche wie unten über dem Esstisch, und eine sensationelle Aussicht, wie ich finde. Auf die Kirche, total exponiert, der schönste Blick hierauf. Das Einzige, was da noch rankommt, ist hier die Sauna neben uns und totale Privatsphäre hier oben. Liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war wirklich eine unglaublich spannende Immobilientour für uns. An der Stelle einen herzlichen Dank an den Stefan dafür, dass wir sein privates Haus hier zeigen durften. Bin gespannt auf euer Feedback, auf eure Kommentare. Ab damit in die Kommentarsektion, und wir sehen uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.